heading out to the testing ground. Faster than the tank, the M10, as the Army calls it, is capable of destroying the heaviest armored vehicles yet seen in the field. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute gehen wir auf die Jagd. Wir jagen heute deutsche Raubkatzen und nicht welche, die auf leisen Pfoten daherkommen, sondern auf Ketten. Freunde, wir bauen heute von Kobi die 2475, den ersten amerikanischen Jagdpanzer, den M10 Wolverine. Freunde, kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch, wir machen uns dann auf die Jagd und hier sagen wir ja Horrido, was man auf Englisch sagt, weiß ich nicht. Horrido! Freunde, kommt mit! Ja, Freunde, da haben wir die 2475, den M10 Wolverine Panzerjäger hier von Kobi auf dem Bautisch liegen. 450 Steinchen, 2 Minifiguren. Aus 2017 ist dieses Set. Der Karton hat schon ein bisschen gelitten, ist halt nun mal auch jetzt schon 5 Jahre her. Also bin ich ganz besonders froh, dieses Set euch vorzustellen. Ist ja der erste Panzerjäger der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. der US Army gewesen. Das Fahrzeug hat auch seinen Dienst noch in anderen Ländern getan. Dazu kommen wir aber später. Typisch Kobi, wieder schönes Kartondesign und auch schon einige Sets sind hier wieder drin versteckt. Wenn wir hier den Jagdpanzer 4 sehen oder hier die 5513, die P51 Mustang. Ja, von vorne das Fahrzeug. Unschwer kann man erkennen, dass der Unterbau dieses Panzers ein M4 ist. Wir haben die 2 Minifiguren, also den Panzerfahrer und einen Panzersoldaten mit der typischen Grease Gun. Natürlich ist das Set aus der Small Army Reihe, damals noch nicht so Historical Collection, aber World War II. Ich drehe das Set um, schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir die Fakten, zu denen kommen wir gleich. Ein originales Schwarz-Weiß-Foto, den M1917 Revolver und die M3 Submachine Gun, die typische Pistole, Maschinenpistole für die Panzerbesatzungen. Und da haben wir auch den Tank Commander, den Tank Gunner, also den Schützen. Wir sehen hier Play Features. Wir sehen, das Fahrzeug ist nachher 23 cm lang und 12 cm breit. Ja, natürlich made in the EU. Ich zeige euch noch ganz kurz einmal von oben. Da sehen wir das Fahrzeug von oben. Hier sehen wir auch wieder Play Features und Abbildungen vom Fahrzeug. Hier sehen wir natürlich die Minifigur im Maßstab 1:1 und wieder einige Angaben zum Fahrzeug, sowie hier unten, was das Set einmal gekostet hat in Italien, verschiedene Sprachen, und wir sehen auch, dass das Set aus 2017 ist. So Freunde, jetzt schneiden wir den Karton auf, denn wichtig ist ja, was wir im Inneren finden. Ja Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons auf meinem Bautisch liegen und natürlich wichtig, wann wurde das Set produziert. Am 10.04.2017 in Mielec in Polen, bei Kobi in der Fabrik. War ja ein neues Set, aber der Karton, 5 Jahre alt, hat seine Spuren hinterlassen. Ja, im Karton haben wir eine lustige Plate, nämlich eine 8x9er in diesem Oliv. Wir haben 2 8x16er Unterbauplatten, denke ich mal, in schwarz. Wir haben die Anleitung, zu der wir gleich kommen, und wir haben 3 Bauabschnittsgruppen Tüten. So, die packe ich mal zur Seite. 1, 2, 3. Öffnen wir ja im Speedbild. Hier seht ihr halt nochmal, dass der Karton ein bisschen gelitten hat. Wie gesagt, ein 5 Jahre altes Set, aber neu für euch hier geöffnet. Wichtig aber, schauen wir uns jetzt hier die Anleitung an. Finde ich nämlich ganz krass, hier schon bei der Anleitung, dass wir sehen, dass wir auf der ersten Seite schon Legende haben, also wie lang hier diese beiden Technikstangen sind und welche Winkel oder Rundungen hier diese Slopes haben. Das Kartondesign ist hier auf der Seite wiedergegeben. Wir sehen ja auch hier wieder den Panzerjäger und die beiden Mustangs und natürlich hier auch das Fahrzeug. Das typische wieder hier die traurige Zwiebel, Captain Planet und so weiter und so fort. Auch interessant, die Anleitung hat hier leichte Schubberspuren, denn das vergessen wir oft, dass
diese Tüten bei Bewegungen in den Kartons ja auch aneinander reiben und dann können solche Sachen entstehen. So entstehen auch die ein oder anderen Kratzer nämlich auf euren Sets bei den Transclear-Teilen. Das liegt nicht immer daran, dass sie schlecht verpackt sind, sondern dass sie beim Transport einfach aneinander reiben. Ja, wobei auch das könnte man natürlich mit anderen Verpackungsmaterialien oder Möglichkeiten ändern. Ja, Small Army habe ich euch gesagt, also wenn ihr das Fahrzeug auf Wikipedia bzw. Kubipedia nachgoogeln wollt, nachsuchen wollt, dann müsst ihr unter der Kategorie Small Army schauen. So, dann schauen wir uns an die erste Seite. Wir sehen hier Baugruppe Tüte 1. Da haben wir dann alles, was wir brauchen, drin. Was wir bauen, ist farblich. Pfeile weisen uns den Weg. Was wir gebaut haben, ist farbentsättigt. Und hier auch oft mit Buchstaben angezeigt, beziehungsweise mit Zahlen meine ich natürlich, wie oft wir welchen Bauschritt machen. Mit Buchstaben meine ich dann hier nämlich diese Technikstange, was ich euch am Anfang gesagt habe, hier. Ja, dann hat die Anleitung ja keine Seitenzahl, sondern nur eine Anzahl an Bauschritten und wir brauchen hier 58 Bauschritte, bis wir unseren Panzerjäger fertig haben. Und auch noch wichtig und ganz schön auf der letzten Seite, wir haben auch immer solche Anleghilfen, dass wir sehen, hier bauen wir eine 1x4er Teil an. Da sehen wir sie auch mit dem Buchstaben C gekennzeichnet. Und auf der letzten Seite haben wir dann immer ein bisschen Werbung. Ganz schön finde ich, dass ich euch den Stritzwagen 103 schon vorgestellt habe. Video findet ihr oben auf den i und die anderen Schätzchen werde ich natürlich, wie es so ist, versuchen euch mal irgendwann darzustellen, denn ihr habt ja auch gesagt, ihr freut euch, dass ich ältere Sets reviewe, wie dieses hier. Aber Reviewen ist das eine, für mich der Spaß kommt jetzt, nämlich das Bauen und die Fakten dann für euch. Viel Spaß dabei, liebe Freunde! Speedbildzeit ist Faktenzeit und ich freue mich, euch hier endlich mal wieder ein etwas älteres Set von Kobi vorstellen zu dürfen. Der Gun Motor Carriage M10, auch M10 Wolverine, war der erste Jagdpanzer der Vereinigten Staaten von Amerika, der im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Darüber hinaus wurde er in einigen anderen Armeen verwendet. Gefertigt wurden die Modelle M10 und M10A1. Ende der 1930er Jahre forderte das US-Militär einen Jagdpanzer zur Formierung einer Panzerjägertruppe. Erst 1942 jedoch begannen die Arbeiten an dem Fahrzeug, für das man zunächst das Fahrgestell des Kampfpanzers M4A2 verwendete und das die Bezeichnung T35 erhielt. Man übernahm dafür den für den Kampfpanzer T1 vorgesehenen gegossenen Turm. Das Ergebnis befriedigte noch nicht gänzlich, so dass Änderungen notwendig wurden. Das Fahrzeug erhielt nunmehr einen leichten, nach oben offenen Turm, die Wanne wurde umgebaut und mit abgeschrägten Flächen Kampfwert gesteigert. Letzteres wurde dadurch erreicht, dass über die Kette eine aufspringende Schräge geschaffen wurde, die nach einem Knick in eine nach innen verlaufende Schräge überging. Diese erreichte bis zur Wannenoberkante und entsprach in etwa der Schräge der Turmseitenwand. Das Verhältnis zwischen ausspringender und einspringender Fläche betrug etwa 1:4. Das nunmehrige Fahrzeug wurde T35E1 genannt und im Juni 1942 als M10 in die Serienfertigung übernommen. Zwischen September 1942 und Dezember 1943 wurden ca. 5000 M10 und 1440 M10A1 hergestellt. Etwa 1100 Fahrzeuge beider Typen wurden in Großbritannien zum Achilles umgebaut. Der M10A1 entsprach als Folgemodell des M10. Die Unterschiede waren jedoch nur von hinten sichtbar. Auspuff- und Kühleranordnung. Da sich mit der Verwendung des M4A3 Fahrgestells nur die Motorisierung änderte. Die Fahrzeuge wurden mit unterschiedlichen Motoren ausgerüstet. Und zwar mit einem Chrysler A47 Multibank, mit einem Ford GAA V8 Benzinmotor, in einem Wright Continental A975 EC2 Benzinmotor mit 350 PS, einen Wright Continental A975 C1 Benzinmotor mit 400 PS und einen General Motors GMC 6046 671 Twin Dieselmotor mit 420 PS. Der Chrysler Motor hatte 425 PS und der Ford Motor hatte 450 und dann später 500 PS. Über die Motorisierung des Fahrzeugs gibt es je nach der Quelle auch unterschiedliche Angaben.
Viele Fahrzeuge dieses Modells verließen nicht die USA, da sie als Ausbildungsfahrzeuge eingesetzt wurden. Bei anderen entfernte man den Turm und setzte sie als Zugmaschine für die 240 mm Haubitze oder die 203 mm Kanone ein. Als Kette wurde eine Verbinderkette mit abnehmbaren Gummipolstern oder eine Scharnierkette ohne Polsterung verwendet. Neben den USA wurde der M10 noch von Frankreich, Italien und Dänemark, und sogar hier waren die Fahrzeuge noch bis 1960 im Dienst, eingesetzt. Der Wolverine war mit einer 76,2 mm Kanone M7 L52 bestückt. Bei dieser handelte es sich ursprünglich um eine Flugabwehrkanone aus dem Jahre 1918, das allerdings so schwer war, dass am Turmheck ein Gegengewicht von ca. 1100 Kilogramm angebracht werden musste, um die Balance des Turms zu gewährleisten. Mit der Kanone wurde eine Mündungsgeschwindigkeit von 792 Metern pro Sekunde und eine Reichweite von ca. 1400 Metern erreicht. Eine Panzergranate durchschlug auf eine Entfernung von 910 Metern 102 mm dicken Panzerstahl. Eine technische Weiterentwicklung war nicht mehr möglich. Aufgrund ihrer ursprünglichen Bestimmung verfügte die Kanone nicht über eine Mündungsbremse. Die britische Armee baute in die M10, die sie im Rahmen des Lend-and-Lease Acts erhielten, einige QF 17 Pounder Kanonen, also auch mit dem gleichen Kaliber 76,2 mm, sowie ein britisches 7,92 mm Beser Maschinengewehr ein. Diese Jagdpanzer wurden als 17 Pounder SP Achilles bezeichnet. Äußerlich unterschieden sie sich nur ein wenig vom Standardmodell. Die Bewaffnung des M10 erwies sich als zu schwach gegen deutsche Panzer vom Typ Tiger und Panther. Deshalb wurde er auf dem europäischen Kriegsschauplatz einige Monate vor Kriegsende durch den viel stärkeren M36 Jackson ersetzt. Insgesamt wurden alle 106 Panzerjägerbataillone der US Army mit dem Fahrzeug ausgerüstet. Da man mit der Zeit zu der Überzeugung gekommen war, dass ein Panzer nur mit einem Panzer bekämpft werden könnte, stand die Führung dem Konzept der Panzerjäger und deren Taktik mehr und mehr skeptisch gegenüber. Aus diesem Grunde wurde der M10, obwohl die Panzerjägertruppe nominell noch mindestens bis zum Kriegsende bestand, mehr und mehr als Angriffsfahrzeug und zur Infanterieunterstützung eingesetzt. Anfang 1945 wurden die Panzerjägerbataillone in normale Panzerbataillone mit gleicher Aufgabenstellung umgegliedert. Ja, Freunde, das waren die Fakten. Jetzt viel Spaß beim Review und dann hören wir uns ja gleich nochmal bei den Bildern wieder. Viel Spaß! Ja, Freunde, da haben wir unseren... Oh, ja. Das ist Murks, Freunde. Das ist nicht unser M10 Wolverine, aber Murks ist großer Fan von Kobi, wie ihr seht, beziehungsweise will Murks, glaube ich, eigentlich nur für die Kamera. Nein, will sie nicht. Sie will, glaube ich, nur bei ihrem Papi sein. Jetzt trollt sie sich. Ja, Freunde, da haben wir unser Kobi-Set 2475, unseren schönen Jagdpanzer von Kobi mit den schönen abgeschrägten Fliesen. Und ihr seht schon, viele schöne Fliesen, viele Drucke. Das macht das Set aus. Ihr habt ja am Anfang im Intro gesehen, dass dieses Set ein schräges Design hat. Ich habe es euch auch erzählt in den Fakten, dass dieses Fahrwerk vom M4 halt diese besondere Panzerung hat, beziehungsweise diese angewinkelten Metallplatten. Und das hat Kobi hier schön gelöst mit Hinges. Wir haben natürlich ein paar Formteile hier, das ist wieder typisch Kobi. Gerade hier diese M4 Fahrwerksaufhängungen. Das hat Kobi mittlerweile bei ihren Shermans ja anders gelöst. Finde ich aber hier ganz okay. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier ein Set von 2017. Also wie ihr seht, es glänzt schön, viele schöne Drucke. Gerade hier das große Kreuz, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja der typische Stern der Vereinigten Staaten von Amerika. Und naja, typisch Kobi-Bauweise, unten viel schwarz, also einen schwarzen großen Kasten hier unten. Und dann mit Hinges haben wir hier gelöst, diese Schrägen. Da seht ihr jetzt ein bisschen, so ist es besser, das Licht. Und meine Katze tigert hier immer noch rum. Ich habe euch ja gesagt, ne, Jagdpanzer und deutsche Raubkatze. Also eigentlich war damit ja ein Panther oder sowas gemeint, aber auch meine kleine Murks kann hier von den Jägerbataillonen der Vereinigten Staaten von Amerika gejagt werden. Ne? Peng, peng. Nee, lassen wir das so. Ihr wisst ja, Katzen gehört das, wo man wohnt. Man ist dort nur der Angestellte. Und so ist es bei Murks auch. Trotzdem mache ich jetzt hier dieses Video weiter fertig. Schöne Wanne.
diese schönen runden Kobi-Steine und auch, dass wir hier oben dieses offene Design haben, wie dieses Fahrzeug ja in echt hatte. Ein kleines Feature ist natürlich hier hinten der Motor, in den wir reingucken können. Ihr habt ja in meinen Fakten auch gehört, es sind verschiedene Motoren verbaut worden. Hier ist drin dieses typische Kobi-Formteil, was wir auch aus anderen Sets kennen, was den Motor darstellen soll. Bisschen blöde ist es hier, dass diese Fliese mit den Hinges hier so ein bisschen durchhängt, wenn man es nicht ein bisschen auf richtige Höhe anpasst. So, und was ich auch nicht mag bei Kobi, in der damaligen Zeit, beziehungsweise auch heute gibt es ja noch Sets damit, dieses Gummibändchen für die Patronen in den Maschinengewehren. Diese reißen nämlich ziemlich leicht und ich habe auch schon ältere Sets gehabt, da sind die durchgebrochen. Aber sonst schöne Minifiguren, auch schön bedruckt. Ich zeige sie euch nochmal und werde sie euch dann wieder typischerweise einblenden. Ich muss meine Hand davor halten, sonst macht die Kamera es nicht scharf. Ihr seht einen schönen Patronenholster, wollte ich sagen, ein Pistolenholster über die Brust, einen Gürtel. Wir haben hier auf den Ärmel diese typischen Abzeichen für die amerikanischen Panzerverbände. Und wir haben die coole Grease Gun, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr mal Call of Duty oder sowas gespielt habt. Also tolle Figur mit diesem typischen Beige der Panzerfahrer in den Anfangsjahren des Krieges, so wie man es kennt aus manchen Filmen. Und hier dann natürlich unseren zweiten, den Panzerkommandanten würde ich sagen, der diese typische Bluse hat und auch eine Brille und einen einen Revolver, einen Colt, das wollte ich sagen. Oder Browning, da kenne ich mich so nicht aus oder es ist das gleiche. Egal, ihr kriegt auch hier diese Figur nochmal gleich in groß. Also zwei schöne Figürchen und was wir auch noch haben, und ich habe es ins Panzerchen reingelegt, beziehungsweise im Jagdpanzer, hier sind zwei Granaten, diese typischen Granaten in diesen Kobi Pearl Gold, nenne ich es einfach jetzt mal die Farbe. Wo wir gerade beim Thema Steine sind, ich habe eine ganze Tüte Steinchen über, relativ viele Kettenglieder und einen großen einmal 8er oder 10er Bar und sogar hier einen dieser typischen Kobi-Steine, um den Turm zu bewegen. Finde ich richtig cool. Verzeiht mir bitte den Beutelchen, aber das ist das einzig Gute an Corona-Tests, dass man da immer solche Plastikbeutel über hat. Wenn man seinen Test gemacht hat, soll man ja eigentlich den Test da reinschmeißen. Wir haben aber so einen großen Beutel, wo wir mittlerweile unsere ganzen Tests reinschmeißen. Der wird dann zugeschnürt und somit habe ich viele solcher Tüten über für Kobi-Steinchen oder für andere Klemmbausteine, die über sind. Ja, also ein cooles Fahrzeug, was nicht fehlen darf. Ich finde, sowas sollte Kobi mal öfter bauen. Wir haben jetzt zig verschiedene Varianten von Shermans gehabt, aber ganz wenig andere Fahrzeuge. Den Chaffee hatten wir, den M24 und es kommt ja auch bald ein Pershing, also vielleicht ist da wirklich jetzt mal so ein bisschen Besserung in Sicht. Immer nur Sherman finde ich nicht schön. So, und auch meine Katze, seht ihr ja, dreht diesem Thema den Rücken zu. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ihr seht hier links mit den Hinges, dass dieser Panzer keine Flügel kriegt und das sieht ein bisschen blöd aus. Also schön so machen und dann ist das Fahrzeug fertig. Ja, ein cooles Fahrzeug, was nicht jeder hat. Ein älteres Set. Danke dann nochmal an buildingbricks.de, die mir diesen Panzer für ein Review zur Verfügung gestellt haben. Infos zu der Seite findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch einen Rabattcode. Da findet ihr dann auch demnächst so ein Fahrzeug wieder. Ich finde es schön, ich wiederhole mich da. Freunde, damit ihr auch nochmal euch ein eigenes Bild machen könnt von dem Ganzen, was ich jetzt hier euch gerade gezeigt habe und auch ohne meine Katze, seht ihr gleich nochmal ein paar Bilderchen, ein paar Detailaufnahmen, auch von den Minifiguren und dazu gibt es auch sogar nochmal Fakten und dann sehen wir uns gleich wieder und schauen uns schön in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, während ihr hier noch ein paar Detailaufnahmen seht, wollte ich euch noch einen kleinen Fakt mit auf den Weg geben. Und zwar haben die Briten den M10 ja als Achilles genutzt, dort aber eine eigene Ordnance QF 70 Pounder Kanone eingebaut. Diese Kanone finden wir auch im Kobi-Set vom TOC 2 der 2544. Und diesen Panzer habe ich euch sogar extra in meinem Video versteckt. Na, wer findet es? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. So, Freunde, und jetzt viel Spaß beim Fazit und Ende des Videos. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende und eine wichtige Sache habe ich euch hier nicht gezeigt, nämlich den Fahrtest. Und das liegt daran, dass
das Ding nicht so gut fährt. Ihr müsst schon ein bisschen draufdrücken und schon fährt das Fahrzeug ganz cool, macht auch schönes Geräusch, aber so richtig zum Rollen kommt dieser Jagdpanzer nicht. Trotzdem war es mal wieder schön zu sehen, wie Kobi so vor 5 Jahren was gebaut hat. Und vor allen Dingen ist faszinierend, wie viel Steinchen Kobi damals noch bei seinen Sets dabei gepackt hat. Also hat man damals einen Tucken mehr Wert gehabt. Ja, was haltet ihr von diesem Fahrzeug? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare und vor allen Dingen schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welches ältere Kobi-Set ich euch mal zeigen soll. Ich besorge mir die ja gerade so alle irgendwie im Hintergrund und habe auch von vielen Menschen von euch da draußen, danke dafür, schöne alte Sets gestellt oder geliehen oder sogar geschenkt bekommen, die ich euch demnächst hier vorstellen werde. Also nicht nur Kobi 2022, sondern auch gerne mal ein zurück, und da hat Kobi auch noch einiges zu bieten, was wir vielleicht alle so gar nicht auf dem Schirm hatten. Also ich kann euch versprechen, es wird hier sogar ein bisschen rosa. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.